Schenken, das bedeutet für mich, jemand anderem das zu geben, was ich auch selber gern behalten würde. Gerade jetzt an Ostern, wenn ich meine Freunde und Familie nach langer Zeit endlich wiedersehe, macht es mir wirklich große Freude, so ein paar Kleinigkeiten mitzubringen. Ich achte darauf, Dinge auszuwählen, die verbraucht werden können und die die Umwelt nicht belasten. Am liebsten aber wähle ich was Selbstgemachtes, mit viel Liebe, aus einfachen und nachhaltigen Materialien. In diesem Video zeige ich euch, was ich dieses Jahr als Ostermitbringsel zusammengestellt habe. Und vielleicht ist ja für euch auch das eine oder andere mit dabei. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Tag aus, Tag ein. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Kerstin und auf meinem Kanal dreht sich um alles, was mich so Tag aus, Tag ein umgibt und beschäftigt. Ja, wenn ihr das Video hier seht, dann bin ich wahrscheinlich schon auf dem Weg zu meiner Tochter. Wir haben Osterferien und ich schnapp mir die Jungs und fahre eine Woche meine Family besuchen. Mein Mann kommt dann am Karfreitag mit dem Wohnmobil nach, der muss noch arbeiten. Aber wir verbringen jetzt erstmal eine Woche bei meinen Enkeln und bei meiner Tochter. Wir haben uns jetzt ich glaube, ein Jahr nicht mehr gesehen und ich habe so eine Sehnsucht nach den kleinen Mäusen und will gucken, wie groß die geworden sind und will mit denen bubbeln und spielen und vorlesen und rausgehen. Und ich habe so eine Sehnsucht und ich freue mich total, jetzt eine Woche wirklich bei meiner Family zu verbringen. Und an Ostern feiern wir dann bei meiner Mama, da kommt die ganze Familie zusammen, da werden Ostereier gesucht, alle rennen durch den Garten und gucken, dass sie alles suchen, was da versteckt wurde. Bei uns gibt es da auch keine Geschenke mehr, wir haben nur Ostereier und ein bisschen Naschi. Früher, wo die Kinder kleiner waren, hat man noch das eine oder andere Lego, was damit versteckt wurde, aber mittlerweile sind sie groß, da gibt es nur noch für die Enkele ein bisschen, ja, Seifenblasen oder sowas, aber auch keine großen Geschenke. Nette Zeit genießen mit der Familie und zusammensitzen und ratschen und ja, einfach die Zeit genießen. Aber in der einen Woche bin ich auch eingeladen bei Freunden, bei alten Freunden von früher in der alten Heimat. Und da ich dann nicht gerne ja, ohne irgendwas aufschlage, habe ich mir so ein paar Mitbringsel überlegt. Ich bin ja da so, dass ich gerne Sachen verschenke, über die ich mich auch selber freuen würde. Am besten was selber gemachtes. Ich kaufe nicht so gerne Sachen, ja, das eine oder andere vielleicht, aber irgendwas, was man auch verbrauchen kann, was nicht rumsteht und was vielleicht zusätzlich auch noch nachhaltig ist. Und da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht dieses Jahr und habe so ein paar Tütchen zusammengestellt, die ich dann mitnehme. Und was genau das ist, das möchte ich euch heute mal zeigen. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen eine kleine Inspiration dabei, das selber mal auszuprobieren, anstatt immer nur Geschenke zu kaufen, vielleicht auch mal was selber zu machen oder was, ja, was Selbstgemachtes zu verschenken. Ich finde das immer ganz nett. So, ich trinke jetzt noch schnell meinen Tee aus und dann zeige ich euch, was ich da vorbereitet habe. Ich verschenke ja ganz gerne Sachen in solchen Beuteln hier. Das sind so Baumwollbeutel, die kann man hinterher wiederverwenden als Gemüsebeutel oder so. Und ich finde die mega praktisch. Aber dieses Mal hatte ich nur einen und habe dann bei unserer Tauschbörse, die hier zweimal im Jahr im Ort stattfindet, da kann an einem Tag kann dann jeder alles hinbringen, was er nicht mehr braucht. Haushaltswaren, Bücher, Kleidung und so weiter. Und am nächsten Tag kann man gegen einen kleinen Eintritt von 3 € hingehen und kann sich mitnehmen, was man möchte. Und da habe ich diese Beutel hier entdeckt. Den habe ich noch extra dazu gekauft, weil ich 4 Stück brauchte. Und die habe ich mitgenommen. Finde ich super praktisch, total nachhaltig. Und die kann man ja dann auch wieder verwenden. Also da fangen wir mit dem ersten Päckchen an. Ich packe das jetzt einfach mal hier so aus, was ich hier drin habe, damit ihr das auch schön sehen könnt. Ich hoffe, das raschelt nicht zu laut. Ich muss bloß gucken, dass ich es dann wieder so einpacke, dass ich nichts verwechsel. Hoppala. Genau. So, das ist in dem einen Päckchen und das ist in dem anderen. So, das war das und das war das. So, da sieht man es vielleicht ganz gut. Also, in dem einen Päckle habe ich hier drin selbstgemachten Immunbooster. Das Rezept habe ich aus dem Internet. Das habe ich letztes Jahr schon angesetzt. Und zwar ist das super für die Erkältungszeit. Da nimmt man täglich 2 bis 3 Esslöffel mit ein bisschen Honig, vermischt das Ganze in einem Glas Wasser
und das soll ja das Immunsystem stärken und soll helfen, wenn man schon so ein bisschen angekratzt ist. Das sind alles natürliche Zutaten. Ich kann euch das mal verlinken, das Rezept, wo ich das her habe. Und die Flaschen habe ich von einer Freundin bekommen. Die hat von ihren Eltern den Keller ausgeräumt und hat mich gefragt, ob ich dafür Verwendung habe. Und da habe ich 2 unterschiedliche Flaschen und die sind optimal. Und dann habe ich hier noch so einen Aufkleber drauf gemacht, dass die Beschenkten dann auch wissen, was sie damit machen können. So, das nächste, was ich hier habe, sind Salzbrocken. Ich habe ja für mich auch schon eine ganze Weile Salzsohle angesetzt. Hier, die ist in diesem Glas. Und die nutze ich ganz gern, zum Beispiel als Mundspülung kann man die nehmen, als Inhalation bei Atemwegsbeschwerden, für Nasenspülung, Sohlebäder, Umschläge oder Packungen, wenn man jetzt irgendwie Schulterschmerzen oder so hat. Man kann die für Fußbäder nehmen, für Vollbäder, zum Gurgeln und zum Würzen. Und das habe ich jeweils in so ein Glas reingemacht hier. Das eine so, das andere so und habe hier noch einen Aufkleber drauf gemacht, wie man die Sohle ansetzen kann. Und wenn euch das interessiert, kann ich auch mal extra ein Video dazu machen, was man so mit Salzsohle alles machen kann. Und ich finde, das sieht schon mal hübsch aus und ja, ich glaube, die Beschenkten freuen sich da ganz doll drüber. So, bei dem einen Päckchen habe ich hier noch eine Seife und zwar habe ich die aus einem Shop, wo ich immer meine Spülseife bestelle. Da habe ich die entdeckt, das ist eine Rauhnachtsseife. Hier hinten ist so ein QR-Code drauf. Da ist nämlich auf dieser Seife eine Rune aufgedruckt und anhand diesem QR-Code kann man dann sehen, was diese Rune bedeutet und was das für einen bedeutet. Und ich finde, Seife zu verschenken ist auch mal eine schöne Idee, weil die braucht sich auf und ja, ich finde es einfach immer nett. Genau, dann habe ich noch... das ist jetzt für meine Tochter, die hat mich gebeten, für die Enkel ein Läusespray zu machen. Da habe ich auch einfach destilliertes Wasser genommen und habe dann eine Mischung, die ich aus dem Internet gezogen habe, zusammengestellt mit ätherischen Ölen und das kriegt meine Tochter dann mit. In einem anderen Beutelchen habe ich dann für eine Freundin ein Aura-Spray, auch destilliertes Wasser, ein bisschen Apfelessig und dann auch ätherische Öle. Die habe ich ausgesucht nach dem Typ der Freundin und wo ich gedacht habe, also welche Öle da gut zu ihr passen würden. Genau, dann habe ich hier in den Tütchen drinne selbstgemachtes Nagelöl. Wir machen ja immer so ein Instagram-Live mit 2 doTERRA-Beraterinnen und die haben mir das dann gesagt, wie man das machen kann, ein Nagelöl. Davon gibt man täglich einen Tupfer auf die Nagelhaut und massiert das ein. Und man kann es aber auch innerlich anwenden in solchen Veggie-Kapseln. Hier sind auch ätherische Öle drin. Ich kann euch das gerne mal verlinken, was ich da alles reingemacht habe. Und ich nutze das selber und finde das total schön, dass man tolle Nägel hat und die Nagelhaut hier nicht so einreißt und schön geschmeidig ist. So, was habe ich noch hier drin? Ah ja, ein Wimpernserum und zwar ein selbstgemachtes Wimpernserum aus Rizinusöl. Also im Prinzip ist das nur Rizinusöl. Wir haben das früher zu DDR-Zeiten schon genommen. Das hat mir jemand verraten, dass das super gut funktioniert, um schöne, geschmeidige Wimpern zu bekommen. Da braucht man nicht dieses chemische, zusammengemischte Zeug, was man jetzt teilweise kriegt, wo man sogar allergische Reaktionen drauf bekommt. Dieses Rizinusöl ist was ganz Biologisches. Das ist gut für die Hautpflege, das ist gut für die Haarpflege. Und als Wimpernserum nimmt man das abends, also man trägt das mit diesem Bürstchen hier auf die Wimpern auf, lässt das über Nacht einwirken, wäscht es dann morgen ganz normal wieder ab. Und das soll dafür sorgen, dass die Wimpern schön lang und geschmeidig werden, dass die gut wachsen und dass die nicht so schnell abbrechen. Und das habe ich hier in 2 der Beutel da drin. Und dann habe ich noch mit so kleinen Rollern hier Lipgloss gemacht, auch mit Rizinusöl und ätherischen Ölen. Das ist immer ganz nett, das kann man auf die Lippen auftragen. Es gibt schöne, geschmeidige Lippen und einen tollen Glanz. Und da habe ich auch immer solche Roller hier zu Hause, weil ich das auch immer nett finde als Mitbringsel. Und die habe ich auch in 2 von diesen Beuteln hier drin. Das ist übrigens das Rizinusöl, was ich verwendet habe. Das kann ich euch gerne nochmal unten in der Infobox verlinken, falls das jemand interessiert. So, dann geht es weiter mit diesem Tütchen hier. Hier habe ich etwas, was die Person
sehr mag, eingepackt. Und zwar sind das Apfelringe. Die mache ich selber mit meinem Dörrautomaten. Und ich finde das auch immer als super Geschenk, so Apfelchips. Die Beutel, die gibt es bei uns auf dem Wochenmarkt. Da hatte ich mal irgendwas drin, habe das mitgenommen. Die hebe ich dann immer auf und dann kann man die super nutzen zum Verpacken von, ja, gerade solchen Geschenken. So, was haben wir hier drin? Ah ja, hier habe ich auch einmal die Salzsohle drin, auch wieder schön beschriftet, dass die Person weiß, was damit gemacht werden kann. Dann habe ich hier auch ein Nagelöl drin und etwas, was ich total liebe, und zwar eine Nussmischung. Ich stehe total auf die Freiburger Nussmischung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt. Moment, ich habe die mal bei uns im Unverpacktladen entdeckt vor langer Zeit und dann sagte die Verkäuferin zu mir, sie würde das nicht empfehlen, dass ich das kaufe. Und ich so, warum? Sagt sie, weil das süchtig macht. Und dann habe ich gedacht, ach komm, wenn sie das schon sagt, dann nehme ich mal so ein kleines Beutelchen mit. Und was soll ich sagen, die Verkäuferin hatte recht. Ich bin so angefixt von dieser Nussmischung. Ich habe mir jetzt mittlerweile, das darf ich gar nicht so laut sagen, einen 5-Kilo-Eimer bestellt. Und ich esse die wahnsinnig gerne. Die sind so ein bisschen scharf gewürzt. Und ich finde das auch, weil ich weiß, dass die Person Nüsse liebt, als super Mitbringsel. Und ja, habe da auch so ein Glas, was ich mal irgendwann mit Marmelade bekommen habe oder gekauft habe, genommen dafür, um das zu verpacken. Und ja, das kommt hier auch mit in das Tütchen rein. So, das dritte und letzte Geschenk ist für ein Geburtstagskind, wo ich eingeladen bin. Und ich weiß, dass die Person unheimlich auf Düfte steht und aufs Räuchern steht. Und dann habe ich überlegt, dieses wunderbare Stöfchen hier, das finde ich so toll. Das kann man wunderbar zum Räuchern nutzen. Und dann habe ich hier noch eine Räuchermischung für eine energetische Hausreinigung. Das habe ich vor langer Zeit mal gekauft und das hatte ich noch in meinem Fundus. Finde ich super schön. Ich nutze sowas selber. Dann habe ich hier auch noch ein Nagelöl mit drin und, ach ja, noch was. Und zwar ist das Weihrauch. Weihrauch kann man ja auch ganz wunderbar zum Räuchern benutzen und das passt optimal zu dem Stöfchen. Dann habe ich hier noch was und zwar ist das ein Aura-Spray. Das nutze ich selber. Ich finde diesen Duft so fantastisch. Da ist Palo Santo drin, Zitronengras, Wacholder, Elemi, oh Gott, jetzt habe ich die Brille nicht auf, Zypresse, Pfefferminze und Bergkristall. Und das habe ich auch aus einem Shop aus dem Internet, den kann ich euch auch mal verlinken. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber das ist total toll. Das kann man abends zum Beispiel so aufs Bett sprühen oder aufs Kopfkissen, gibt einen wunderbaren Duft. Und dann habe ich hier auch noch eine Lippenpflege gemacht. Und das alles ist dann fürs Geburtstagskind. Dann besorge ich noch ein paar Blümchen, wenn ich dahin gehe. Und dann hoffe ich, dass sich die Person drüber freut über dieses Geschenk. Und ja, jetzt packe ich das alles wieder ein. So, das war es auch schon mit meinem kleinen Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und ihr konntet euch vielleicht die eine oder andere Idee mitnehmen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, was es so Interessantes bei mir hier zu schauen gibt. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt erstmal auf meine Family. Ich freue mich auf schöne Osterferien. Ich mache jetzt auch eine Videopause. Und wir sehen uns dann nach den Ferien wieder, frisch und munter. Ich wünsche euch gute Zeit bei der Familie oder wo auch immer ihr feiert. Genießt die Ferien oder genießt die Osterzeit. Und ich sage mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.